Erdverbunden Nummer 7 ist die 7. Arbeit in Erdtönen, die ich gemalt habe. Insgesamt gibt es jetzt aus diesem Zyklus 8 Arbeiten und heißt deswegen so, weil ich einfach wahnsinnig gerne mit echten Erdpigmenten und Gesteinsmehlen male, weil das Mineralien sind oder Erden aus Landschaften, mit denen schon die Höhlenmenschen gemalt haben, wie zum Beispiel in Lascaux oder auch in Chauvet. Also das heißt, es sind diese ganzen Ockertöne und die Rottöne und auch die Grüntöne, die drin sind, kommen aus Landschaften, aus Frankreich, aus Italien, aus Zypern. Also eigentlich werden die von überall her gewonnen. Die ganzen roten Erden, die ich verwendet habe, habe ich zum Beispiel mal nebeneinander aufgebaut und auch aufgemalt, um ein Gefühl für die Farben zu bekommen, für die Mattigkeit, für die Lichtechtheit. Lassen die sich deckend auftragen oder nur lasierend? Jedes Pigment verhält sich da ganz einzeln. Bei diesem Gemälde liegt auch eine Ascheschicht zugrunde. Das sieht man noch schön hier an diesen kleinen Kohlestückchen, die durchscheinen. Und auf diese getrocknete Ascheschicht kommt dann eine Farbpigmentschicht nacheinander. Also das heißt, das Gemälde liegt am Boden, flach am Boden, und dann wird wässrig eine Farbschicht auf die nächste geschüttet. Es trocknet ein. Ich kann pro Tag maximal 1 bis 2 Schichten auftragen. Hängt allerdings auch ein bisschen ab, ob Sommer ist, ob Winter. Im Sommer trocknet das logischerweise viel schneller, weil es einfach viel wärmer ist als im Winter. Und das heißt, das Ganze erfordert sehr viel Geduld. Und es ist also ein sehr prozesshaftes Arbeiten, weil ich jeden Tag wieder neu nachdenken muss, was als nächstes jetzt kommt. Ja? Wie könnte es weitergehen? Ich habe am Anfang schon eine Grundidee, wie sich das Bild aufbauen soll. Aber das finale Ergebnis ist, ja, das entsteht im Prozess. Das heißt, hier liegen jetzt also die ganzen ockergelben, roten und auch grünen Farbschichten im Hintergrund, und im Vordergrund steht hier diese weiße und auch französisch Ockerhelst heißt dieses Pigment, steht diese Zeichnung. Das ist für mich wie so eine dynamische Tierherde, die über das ganze Bildgeschehen rennt. Es ist sehr dynamisch und für mich eine völlig abstrahierte, archaische Interpretation einer Höhlenmalerei. Gerahmt ist das Bild in einem schwarzen Metallrahmen, der diese kraftvolle Energie, die das Bild in sich hat, nochmal zusätzlich unterstützt.